Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu Sailor Moon Fakten 12. Wieder habe ich viel Wissenswertes zu Sailor Moon mitgebracht und hoffe, ihr lernt was Neues. Meine Quellen sind in der Videobeschreibung. Ich wünsche viel Spaß! Fakt 1. Im Laufe der 200 Folgen verbringt Usagi insgesamt ganze 2 Stunden und 14 Minuten damit, sich in Sailor Moon zu verwandeln. Und da sind die Verwandlungen der anderen nicht mal mit drin. Fakt Nummer 2. Es war eigentlich geplant, dass Usagi die ersten 20 Folgen ganz alleine kämpft. Toei wollte Ami und Rei aber im Intro haben, und so entstanden natürlich Gerüchte bei den Zuschauern, wer diese Mädchen wohl sind. Dadurch wurden die Charaktere dann doch schneller eingeführt. Und meiner Meinung nach ist das eine gute Entscheidung gewesen, denn ich persönlich finde die 7 Folgen, die Usagi allein kämpft, eigentlich eh schon zu viel. Fakt 3. In der ersten englischen Synchro wurden Queen Serenity und Ikuko, also Usagis Mutter, von derselben Person gesprochen. Das ist irgendwie cool. Fakt 4. Bis einschließlich Kapitel 7 des Mangas hat Sailor Moon eine Maske. Im ersten Kapitel sieht sie dadurch, dass Naru in Gefahr ist. Ab Kapitel 2 wirft sie die Maske aber irgendwie nach der Verwandlung immer sofort weg. Das ist zwar dämlich, aber auch witzig. Irgendwann hat man die Maske dann einfach ganz weggelassen. Aber im zweiten Arc kommt sie nochmal vor und sie kann dann sogar wieder was, nämlich zeigt sie Sailor Moon, dass die Droids vom Black Moon Clan keine Menschen sind. Fakt 5. Sprechen wir nun über den Ursprung des Konzepts der Shitenno, also die Bösewichte der ersten Staffel. Es gibt 4 buddhistische Götter, die die 4 himmlischen Könige genannt werden. Und genau das bedeutet Shitenno ja auch. Diese Götter wachen über die Himmelsrichtungen, also Norden, Osten, Süden und Westen. Die Shitenno in Sailor Moon wachen im Manga jeweils über eine Erdenregion. Fakt Nummer 6. Rika Fukami und Emi Shinohara, die Sprecherinnen von Makoto und Minako, sind am exakt gleichen Tag geboren, der 8. August 1963. Fakt 7. Sailor Moons erste Attacke Moon Tiara Boomerang hieß in der allerersten japanischen Manga-Version noch Moon Frisbee. Er wurde in der Neuauflage geändert, damit der Name der gleiche ist wie in der Live-Action-Serie PGSM. Zumindest ist das vermutlich der Grund. Es gab aber noch einen anderen Grund, nämlich ist der Name Frisbee markenrechtlich geschützt. Ja, und deshalb hat man wahrscheinlich auch gleich in der Anime-Serie es schon in Moon Tiara Action umbenannt. Aber wegen PGSM wurde daraus dann der Boomerang. Fakt 8. Als nächstes was über das Spiel Sailor Moon Another Story, ein RPG für SNES. Man hat angefangen, das Spiel zu machen, bevor die 3. Sailor Moon Staffel überhaupt erst ausgestrahlt wurde. Das Spiel wurde deswegen permanent überarbeitet, um Charaktere und Ereignisse von Staffel 3 auch noch einbauen zu können. Und was auch interessant ist, Sailor Venus hat dort ein eigenes Raumschiff, das Arche genannt wird. Sie hat es auch schon im Silver Millennium benutzt. Außerdem gibt es in dem Spiel 2 verschiedene Enden, je nachdem wie man sich beim Endboss anstellt. Fakt Nummer 9. Die meisten japanischen Episodentitel waren genau 16 Schriftzeichen lang. Das hat man gemacht, damit sie perfekt in Fernsehzeitschriften und so weiter passen. Fakt 10. Für Sailor Moon wurden ja viele Character-Songs geschrieben, die von den japanischen Synchronsprechern aus der Sicht ihres Charakters gesungen werden. Interessant ist aber, dass Megumi Ogata, Uranus-Sprecherin, nicht das Lied Initial U sang, sondern jemand anderes. Und das, obwohl Megumi bereits Harukas ersten Character-Song Kase ni Naritai gesungen hatte. Es war wohl so, dass sie den Songtext, der von Naoko Takeuchi geschrieben wurde, zu oberflächlich und unpassend für Haruka fand. Sie weigerte sich, diesen Text zu singen und veröffentlichte stattdessen einen eigenen Song namens Kase ni Naru, der sehr ähnlich klang, als eine Art Protest. Zumindest ist die Story sehr wahrscheinlich so passiert. Initial U wurde dann, wie schon gesagt, von jemand anderem gesungen. Fakt 11. Ado Endo war die Musical-Schauspielerin, die am längsten mit dabei war, nämlich bei ganzen 739 Aufführungen. Sie spielte eher kleinere Rollen und meistens Bösewichte, darunter unter anderem Sailor Letcrow und Calaveras. In den späteren Jahren war sie auch die Choreografin der Musicals. Fakt 12. Da die Senshi kaum physische Angriffe nutzen, hat man sich für die SNES-Kampfvideospiele was von Profi-Wrestlerinnen abgeschaut. Das finde ich echt cool.
Fakt 13. Im originalen Manga-Release, also im Nakayoshi-Magazin, stand im Titel von Akt 14 fälschlicherweise Sailor Mars statt Sailor Mars. Ah, das ist witzig. Fakt 14. Es gibt Widersprüche, wer von Reys Raben in Menschengestalt jetzt Phobos und wer Dymos ist. Im ersten Farbbild mit den beiden hieß es, Phobos sei lila und Dymos rot. In einem späteren Farbbild von Naoko war es aber genau andersherum. Der Sailor Moon Eternal Film scheint aber die letztere Variante zu bestätigen, denn auch da ist Phobos rot und Dymos lila. Vielleicht hatte Naoko einfach irgendwann ihre Meinung geändert, keine Ahnung. Fakt 15. Die Geburtsreihenfolge des Amazonen-Quartetts entspricht auch der Reihenfolge der Entdeckung der Asteroiden, nach denen die Mädels ja benannt sind. Von der ältesten zur jüngsten wären das Sede Sede, Pada Pada, Jun Jun und Wes Wes, benannt nach den Asteroiden Ceres, Pallas, Juno und Vesta. Beziehungsweise ist Ceres ein Zwergplanet. Fakt 16. Sailor Moons Imagefarbe ist silbern laut Naoko Takeuchi. Sie sollte ja ursprünglich durch die Verwandlung auch silberne Haare bekommen. In den Artbooks sieht man auch einige Bilder, auf denen das der Fall ist. Übrigens hatte auch Princess Serenity im Manga immer schon silberne oder weiße Haare, nicht erst als Neo Queen Serenity. Fakt 17. Bandai wollte, dass die Senshi bei der Verwandlung auch Nagellack bekommen, damit sie ein Maniküre-Set verkaufen können. Ja, jetzt wissen wir auch, wem wir den unnötigen Nagellack unter den Handschuhen zu verdanken haben. Aber hey, wie ich schon in einem anderen Video sagte, sollte Sailor Mars ursprünglich ihre Handschuhe manchmal ausziehen und hätte Laserstrahlen aus ihren Nägeln schießen können sollen. Fakt 18. Harukas und Michiros Apartmentnummern spielen auf ihre Geburtsdaten an. Haruka hat am 27. Januar und ihr Apartment hat die Nummer 1127. Michiro hat am 6. März und es ist 1306. Also, wenn man die 1 vorne wegnimmt, ist es jeweils das Geburtsdatum. Also natürlich mit dem Monat zuerst und dann der Tag. Fakt 19. Der Arbeitstitel für den Song Moonlight Densetsu, das war ja das japanische Intro, war Miracle Romance. Und diese Worte kommen ja auch immer noch im Text vor. Und Fakt 20, unser letzter Fakt. Haruka und Michiros Schuluniform hat eine andere Schleifenfarbe als Hotarus Schleife, obwohl sie alle auf die Infinity Academy gehen. Das ist aber kein Fehler, denn laut der Materials Collection zeigt die Schleifenfarbe an, in welcher Bildungsstufe man sich gerade befindet. Die Infinity ist ja nicht nur eine Schule, sondern umfasst alles von einer Vorschule bis zur Universität. Vorschüler tragen pink, Grundschüler rot, Mittelschüler blau, sowie Hotaru, und die Oberschüler grün, sowie Haruka und Michiru. Bei den Witches 5 variiert das von Version zu Version, aber in Sailor Moon Crystal tragen alle hellblaue Schleifen, also Mittelschule, bis auf Yujial, denn die hat eine grüne Schleife. Das würde auch passen, da wir sie Harukas Judo-Klasse unterrichten sehen, also das ist ja eine Oberstufe. Als Usagi sich in Crystal in eine Infinity-Schülerin verwandelt, wird auch ihre Schleife passenderweise blau. Okay, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was euch neu war, was euch am meisten überrascht hat oder was euch sonst noch so einfällt. Ja, und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.